Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr habt ja zuletzt gesehen gehabt, dass ich den Fehler gefunden habe. Ich kann das auch nochmal bestätigen. Also ich bin jetzt einige Kilometer mit dem Auto gefahren und alle meine Probleme sind weg. Die Fehlermeldungen im Motorsteuergerät sind weg. Die Fehler in Bezug auf das Schalten sind weg. Also ich hatte ja auch die ganze Zeit immer so ein bisschen ruppige Schaltvorgänge. Hatte das ja erst dem Getriebe zugeordnet. Es ist dann aber durch diese vielen Wechsel irgendwann nicht mehr besser geworden und jetzt aber durch diesen reparierten Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung, der ist ja bei mir hier gebrochen. Da habe ich euch im letzten Video ja ein Bild gezeigt. Ich werde den jetzt gleich ausbauen. Dann kann ich euch den defekten Schlauch auch noch mal zeigen. Wie gesagt, hier war der gebrochen. Dieser Anschluss geht direkt in den Zylinderkopf oder in den Zylinderdeckel von der Bank. Ich glaube, es ist die Bank 2, also sprich Beifahrerseite. Und hat also die ganze Zeit Falschluft gezogen. Bedeutet, dieser Unterdruck in der Ansaugbrücke konnte nicht gehalten werden. Und dadurch, wenn der der Unterdruck in der Ansaugbrücke nicht stimmt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das kenne ich noch von dem Programmieren des Motorsteuergeräts oder vom Anpassen des Motorsteuergeräts von meinem Camaro. Das war ja auch ein großvolumiger Motor mit einem Automatikgetriebe. Und da ist es eben ganz entscheidend für ganz viele Steuertabellen, sowohl für den Leerlauf als auch für die Schaltseiten, wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke herrscht. Anhand dieser Information werden dann wiederum andere Werte abgeleitet, beziehungsweise eben Schaltvorgänge eingeleitet oder eben Gemisch angefettet, wie auch immer. Das heißt, wenn diese Information nicht stimmt, dann ist eben in der Gesamtkonstellation für das Steuergerät, geht die Rechnung nicht mehr auf. Und wie gesagt, dadurch, dass ich das jetzt repariert habe, wie gesagt, momentan noch provisorisch, wir tauschen dann gleich den Schlauch und machen das richtig, aber allein schon diese provisorische Reparatur hat dafür gesorgt, dass der Unterdruck in der Ansaugbrücke wieder vorhanden ist und dadurch sind auch diese ganzen leichten Schaltruppler, die ich jetzt noch hatte, sind auch weg. Leerlauf ist seidenweich, Verbrauch ist besser geworden, also tatsächlich nur positive Effekte. Und zusätzlich dazu, zu diesem Tausch des Schlauchs oder der Entlüftung, ist mir bei der Bearbeitung des Videos aufgefallen, an dem Kurbelgehäuse oder beziehungsweise an dem Ölabscheider von der Kurbelgehäusebelüftung. Das ist ja der alte, den habe ich ja ersetzt. Und der sitzt ja dann, wie gesagt, so im Fahrzeug drin. Also sprich, wenn jetzt hier vorne die Fahrzeugfront ist und da das Fahrzeugheck und hier die Fahrerseite, sitzt der genau so drin. Und was mir aufgefallen war, als ich den verbaut habe, der hat hier unten ja so eine Ablassöffnung oder so ein Ablassnippel für das Öl, was abgeschieden wurde. Und da ist so ein Schlauch dran, der dann nachher das wieder zurückführt in die Ölwanne. Wie gesagt, kein so geiles Prinzip, hatte ich ja bereits erwähnt. Auf jeden Fall war mir bei der Videobearbeitung aufgefallen, dass der Schlauch abgeknickt ist. Das ist natürlich nicht gut, das heißt, das Öl staut sich da, kann nicht abfließen. Und deswegen habe ich mir hier verschiedene Schläuche, also ölfeste Schläuche bestellt, in verschiedenen Durchmessern. Da schaue ich jetzt hier einmal, welcher der richtige Durchmesser ist. Und dann habe ich mir hier solche Winkel bestellt, also so L-Stücke, da auch so ein ganzes Set in verschiedene Richtungen, auch wiederum ölfest. Und meine Idee ist, dass ich jetzt hier so ein ganz kurzes Stückchen Schlauch mache, wo dann so ein L-Stück rankommt. Das heißt, dass der Schlauch hier schön über 90 Grad in diese Richtung weggeführt wird und da kann ich dann wieder den eigentlichen Ablassschlauch anschließen, sodass der eben nicht abgeknickt ist. Das heißt, die beiden Sachen, einmal diesen Entlüftungsschlauch wechseln und den Anschluss oder den Abfluss für das Öl an der Kurbelgehäuseentlüftung bzw. dem Ölabscheider reparieren, anpassen, so dass das eben nicht mehr abknickt. Und ich hätte gesagt, wir gehen jetzt direkt ans Auto in den Zeitraffer. Ich weiß noch nicht, ob ich das Kurbelgehäuse oder beziehungsweise den Ölabscheider wieder komplett abbauen muss. Müssen wir mal schauen, vielleicht komme ich da auch so hier unten ran, weil den Schlauch kann ich ja tauschen, ohne dass ich das Teil wieder ausbaue. Muss ich jetzt mal gucken. Wie gesagt, schauen wir jetzt mal im Zeitraffer, wie es läuft.
So, jetzt habt ihr gesehen, ich hatte das doch nochmal abgebaut, weil ich sonst einfach dort hinten unten nicht an dieses Ablassschläuchchen rangekommen wäre. Das sitzt da hinten ganz tief drin. Ihr habt jetzt auch gesehen, ich habe diese Zwischenlösung habe ich jetzt wieder ausgebaut. Auch meine Lösung habe ich nicht eingebaut, sondern ich habe es einfach jetzt an den originalen Schlauch angeschlossen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das wirklich scharf bekommt. Da unten sitzt der. Das ist jetzt auch nicht mehr abgeknickt, denn der hat von Hause aus eben da so einen 90-Grad-Bogen mit drin. Das habe ich jetzt mit einer Schlauchschelle festgemacht, weil das Originalstück hier so ein bisschen geweitet wurde. Ich habe prinzipiell auch den Schlauch neu bestellt, also der da unten weggeht. Aber ich weiß noch nicht genau, wo der hingeht und der ist ja jetzt, sage ich mal, noch funktionsfähig. Deswegen den hebe ich mir auf für irgendeinen späteren Zeitpunkt. Jetzt geht es noch darum, hier diesen kaputten Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zu tauschen. Der sitzt dort unten. Ich versuche euch das mal einzufangen. Genau, der sitzt dort unten. Ich würde jetzt mal sagen, das ist die Bank 1, also Fahrerseite sitzt der auf dem Ventildeckel mit drauf. Und der geht dann, wie gesagt, hier einmal so quer rüber. Ich mache nochmal die Taschenlampe aus. Also der geht dann, wie gesagt, hier hoch. Dann ist hier ja dieses Stück angeschlossen. Das Ding kommt da rein, habt ihr ja alles schon mal gesehen. Dann geht er hier oben entlang und hier unten rein in den anderen Ventildeckel von der Bank 2. Sieht man jetzt ganz schwer. Ich hole da mal den Schlauch raus und dann gucken wir uns an, wie der gebrochen ist. Dann lege ich hier den neuen Schlauch rein und dann sollte das erstmal wieder für die nächsten paar 10, 100.000 Kilometer funktionieren und halten. So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe auch hier den neuen Schlauch verbaut. Der sitzt dann dort unten auf dem, wie gesagt, Ventildeckel. Hat es sowohl auf der Beifahrer, also Bank 2 und auf der Fahrerseite Bank 1 so einen Anschluss. Es geht hier direkt in den, wie gesagt, Ventildeckel rein, geht dann in die Entlüftung, führt dann hier einmal auf die andere Seite, auf die Bank 2, wie gesagt, versinkt dann hier in dieser Schlangengrube. Ich schaue mal, ob ich das hier irgendwie für euch eingefangen bekomme. Das ist extrem schwierig. Da unten kann man den jetzt sehen. Und wenn ich vielleicht von der Seite hinleuchte, da. Das ist der Schlauch, ne? Der geht da in den, wie gesagt, Ventildeckel von der zweiten Bank, Beifahrerseite. Da habe ich jetzt auch kontrolliert, dass der wirklich schön plan aufliegt. Das ist natürlich mit der Kamera hier für euch extrem schwierig einzufangen. Ja, einfach zu viele Kabel im Weg, beziehungsweise Schläuche. Ja, man kann es da so ein bisschen erahnen, aber wirklich schön zu sehen ist es nicht. Wenn man da am Auto ist, sieht man das deutlich besser. Sorry, dass ich das nicht so gut einfangen kann, aber ja, wie gesagt, der Schlauch ist jetzt komplett neu. Das ist ja der Schlauch hier hinten, der gebrochen ist. Und ja, damit ist jetzt wieder die Original-Ablaufleitung verbunden. Die Entlüftung ist neu, der Schlauch ist neu. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar andere Schläuche bestellt. Die habe ich jetzt aber nicht getauscht, weil die ja aktuell nicht defekt sind. Jetzt hätte ich gesagt, wir schauen uns einmal den kaputten Schlauch nochmal im Detail an. So, jetzt sind wir wieder an der Werkbank und ich habe, wie gesagt, die Entlüftung. Also sprich, hier unten sitzt ja nochmal so ein kleines Schläuchlein, was dann das abgeschiedene Öl zurückführt in Richtung Ölwanne. Wie gesagt, ist nicht so geil. Muss ich mal für die Zukunft gucken, ob ich da irgendwie noch eine Catch-Can dann dazwischen baue, dass mir das schlechte Öl nicht wieder zurück in die Ölwanne läuft. Und da hatte der Vorbesitzer schon mal eine Verlängerung eingebaut. Problem ist jetzt, ich wollte ja hier so ein 90-Grad-Stück einsetzen, aber den Schlauch, den er da gewählt hat, ist viel, viel größer. Oh, guck mal, was da rauskommt. Ach du Scheiße. Die war total verstopft, wie ich das vermutet habe. Da kommt die ganze Siffe raus, ist ja eklig.
Ja, aber das lag eben daran, dass die hier geknickt ist. Man sieht das ja auch. Der Originalschlauch von Audi hat an der Stelle schon eine entsprechende Wölbung, also sprich, der ist schon so 90 Grad gewinkelt. Und deswegen habe ich jetzt auch mich dazu entschieden, eben nicht dieses Stück mehr zu verbauen mit noch einem Zwischenstück von mir, mit so einem 90-Grad-Stück, was ich eigentlich vorhatte, sondern habe mich jetzt eben entschieden, dieses Stück komplett zu entfernen und einfach nur den Original Audi-Schlauch zu verbauen. Das habt ihr ja in der Timelapse gesehen. Habe dann hier auch wieder an den Originalschlauch so eine Schelle ran gemacht, damit der nicht abrutscht, weil der natürlich durch diese nicht fachmännische Verlängerung, die ist viel zu groß, da hätte er eigentlich einen kleineren nehmen müssen und hier auch einen kleineren Schlauch, aber ja, was rege ich mich auf? So sind die Leute halt Idioten. Aber dadurch hat er eben den Originalschlauch ein bisschen geweitet und damit der mir nicht runterrutscht, habe ich da eben eine Schelle hingemacht am Originalschlauch. Dann das hier ist das andere Teil, was ja defekt war. Da sieht man auch, da hat auch der Vorbesitzer schon mal geflickt. Also es ist einfach die Hölle. Ich verstehe nicht, warum hier überall so Pfuscher unterwegs sind. Klar kostet das ein bisschen Geld, aber es sind keine tausende Euro. Das hat 160 Euro oder 140 Euro hat der Schlauch gekostet. Ich weiß, das ist viel Geld, ja. Aber bei so einem Auto, also dann darf ich halt so ein Auto nicht fahren, finde ich. Ne? Also, keine Ahnung, mich ärgert das. Dann der Schlauch hier, der war auch kaputt. Der ist hier gerissen gewesen. Der war ja hier richtig stümperhaft geflickt. Da war ja Panzertape drumrum, was ja nicht ölfest ist. Und irgend so eine Art Gummilappen oder Gummifetzen, ich habe keine Ahnung. War grauenhaft. Das war ja der eigentliche Fehler, warum es nicht ging, weil es hier gebrochen war und die ganze Zeit, wie gesagt, Fremdluft in die Ansaugbrücke gelangt ist. Das hatte ich ja in dem letzten Video am Dienstag bereits euch gezeigt, dass das die Ursache war. Ich kann noch mal ein Bild einblenden von dem kaputten Schlauch. Und den kaputten Schlauch, wie gesagt, den hatte ich halt dann samstags morgens mal bei mir schnell provisorisch so geflickt. Hat super funktioniert. Jetzt, wie gesagt, ist das Provisorium auch raus und wir haben wieder Originalteile am Start. Sowohl die Kurbelgehäuseentlüftung, also den Ölabscheider, als auch eben den Schlauch dafür. Ja, das war's, wie gesagt, mit dem Video und wie gesagt, für euch zur Information, wenn ihr diese Fehlercodes seht, es müssen nicht die Lambda-Sonden sein, ja, es ist, wie gesagt, dann auch ein bisschen unwahrscheinlich, wie bei mir jetzt, dass dann auf einmal alle Lambda-Sonden betroffen sind, da sollte man dann schon hellhörig werden. Sprich, die eigentliche Ursache war ein kaputter Schlauch der Kurbelgehäusebelüftung. Der hat dazu gesorgt, dass eben jede Menge Fremdluft ins System gelangt ist, weshalb dann die Lambda-Sonden immer ein zu mageres Gemisch gemessen haben, was ja auch absolut plausibel ist, wenn da zusätzliche Luft ins System kommt. Darauf sind die ja nicht vorbereitet. Zudem war eben das Problem, dass durch dieses Leck oder diesen Bruch im Schlauch auch kein Unterdruck mehr in der Ansaugbrücke aufgebaut werden konnte, was dann dazu geführt hat, dass die ganzen Schaltvorgänge und alles auch sehr ruppig waren. Weil, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang erwähnt, ich denke, das ist bei Audi ähnlich. Der Unterdruck in der Ansaugbrücke ist eine feste Größe, die oft verwendet wird innerhalb der Steuertabellen des Motorsteuergeräts oder auch des Getriebesteuergeräts. Denn diese Steuergeräte haben verschiedene Tabellen, in denen eben gewisse Szenarien abgebildet sind, die sich dann wieder an Kennwerten festmachen, wie zum Beispiel Kühlmitteltemperatur, dann auch teilweise eben, wie gesagt, Unterdruck in der Ansaugbrücke, Luftmenge und so weiter und so fort. Je nachdem, welches Fahrzeug, welche Sensorik, sind das auf jeden Fall wichtige Größen zur Berechnung anderer Werte im Steuergerät. Und wenn das dann nicht passt, wenn er da sozusagen falsche Informationen bekommt oder halt Werte, die eigentlich nicht für den, sage ich mal, Standardbetrieb vorgesehen sind, dann können eben solche Nebeneffekte auftreten. Bedeutet, ich bin super happy, das Auto funktioniert wieder einwandfrei. Ihr habt jetzt gesehen, wo man auf jeden Fall noch drauf achten sollte. Eben wie gesagt, diese Entlüftung, dass da die Schläuche in Ordnung sind. Das heißt, nicht immer nur blind das glauben, was im Fehlerspeicher drin steht. Das ist jetzt auch nochmal sozusagen für mich selber eine Lektion, die ich mir ein bisschen mehr verinnerlichen muss. Es kann immer mehrere Ursachen für so einen Fehler haben. Und es muss nicht immer die offensichtlichste Ursache auch dann nachher der wirkliche Grund sein oder der offensichtlichste Grund unbedingt die Ursache sein. Ihr wisst, was ich meine. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.